Seit Jahren ist der Spotify Popularity Index oder Spotify Popularity Score, wie manchen auch genannt wird, im Musikmarketing einer der wichtigsten, aber auch mysteriösesten Metrics, KPIs, Werte, die es so gibt. Wird von offizieller Seite von Spotify nicht kommuniziert, also nicht im Spotify for Artists Backend ersichtlich, aber dennoch existiert und lässt sich über externe Tools mittels Spotify API abrufen und einsehen. Und damit könnte schon bald Schluss sein. Und zwar gab es eine E-Mail gestern von Spotify, dass die geplanten Änderungen bezüglich erneuter, noch strikterer API-Beschränkungen jetzt doch nochmal verschoben wurden, nachdem es Feedback aus der Spotify Developer Community gab. Und da will ich ganz kurz mal ein bisschen mit euch reingehen, was ich dazu denke, welche Auswirkungen es haben könnte und ja, wie es auch das Thema Pre-Saves und Spotify Popularity Index betreffen könnte, und das schon relativ bald. Also grundsätzlich muss man sagen, zur Spotify API, letztes Jahr im März, April hat Spotify die meisten Endpunkte zugemacht, zumindest für die kommerzielle Nutzung, was es auch Tools wie uns mit Songso unmöglich macht, direkt mit der Spotify API zu arbeiten, zum Beispiel zum Thema Preset. Ja, damals wurde das auch mit Sicherheitsaspekten begründet, aber auch in so einem Nebensatz erwähnt, dass es quasi mit deren Unternehmensziele nicht mehr so ganz übereinstimmt, was sie da jahrelang angeboten haben nach außen. Und ich beziehe das jetzt einfach mal zum Beispiel auf deren eigenen Push oder die Countdown-Pages, die offiziellen Presets von Spotify selbst, dass sie das natürlich als Produkt pushen wollen, was auch absolut verständlich und sinnvoll ist, und sie das eben so, deshalb das Ganze ein bisschen limitieren wollen und nicht wollen, dass noch mehr Leute da jetzt irgendwelche Tools außenrum bauen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und wir sagen ja auch selber, Pre-Save-Kampagnen, gerade mit Paid Ads, das macht eigentlich keinen Sinn, zumindest über die gängigen Tools. Ich habe ja ein anderes Video gemacht, wie wir im Vorfeld über 10.000 offizielle Spotify Pre-Saves gesammelt haben, ohne irgendwelche ruckligen Login-Pages. Da könnt ihr euch gerne das Video zu anschauen. Das heißt, das ist gar nicht mal so der große Punkt. Jetzt gibt es eine weitere Einschränkung, dass sie noch mehr Endpoints zumachen und begründen das vor allem mit dem Thema Sicherheit. Und sie machen jetzt so Sachen wie, jeder Entwickler hat nur noch eine App. Also eine App ist als Entwickler, dass du quasi mit deiner Anwendung sozusagen dich an Spotify andockst. Das geht jetzt quasi nur noch mit einer ID. Der Developer-Account braucht ab gestern, heute, einen Spotify Premium-Account. Ja, deswegen hat zwischenzeitlich bei uns heute für ein paar Stunden das Fetching von Playlisten nicht funktioniert. Das haben wir jetzt nachgezogen. Unser Developer-Account hat jetzt auch ein Premium-Abo bei Spotify. Genau, und man kann, glaube ich, wenn man das Ganze dann in den Production-Mode umzieht, kann man nur 5 Logins im Developer-Mode, 5 IDs, 5 User autorisieren, und für alles andere braucht man dann diesen Extended Quota-Mode, den es schon seit letztem Jahr gibt, wofür man sich bewerben muss, und dafür braucht man 250.000 monatliche Nutzer mit seiner App, und das ist quasi für jeden kleinen Entwickler komplett unerreichbar. Und sorgt eigentlich dafür, dass wirklich nur die großen existierenden Player diese Endpoints noch benutzen können. Ja, das heißt, sie schießen sich damit eigentlich so ein bisschen auch ins eigene Bein, und das war auch das, was die Community hier geantwortet hat. Wir gehen einmal ganz kurz hier rein in den Post, in das Changelog, schauen wir gleich. Ja, hier haben sie einmal geschrieben, dass sie das Feedback der Community aufgrund der Mail im Februar, dass sie das zur Kenntnis genommen haben, und es gab halt hier jede Menge Aufschrei von Leuten, die gesagt haben, das ist total dämlich, bitte macht das nicht. Und jetzt wurde zumindest für die Einschränkung der Endpoints nochmal Aufschub gewährt auf unbestimmte Zeit. Hier stand dann irgendwo auch, hier genau, wir werden weitere Details zu den überarbeiteten Zeitplänen bekannt geben, sobald diese verfügbar sind. Das heißt, es gibt hier noch keine Informationen von Spotify, wann diese ganzen Regeln in Kraft treten. Was in Kraft getreten ist, dass man eben jetzt als Entwickler irgendwie halt nur noch eine App haben kann, Premium braucht und so weiter. Und sie verargumentieren das mit Sicherheit, und ich glaube, das ist vor allem bezogen halt auf Scraping, auf AI und so weiter, was ich ein Stück weit auch verstehen kann, aber anstatt da Mechanismen zu entwickeln und Rate Limits einzusetzen und das besser zu prüfen, nehmen sie die ganzen Sachen einfach komplett raus
Und das finde ich auf jeden Fall auch schade. So, jetzt kommen wir zu dem spannenden Punkt, warum ich sage, dass der Popularity Index verschwinden könnte. Und das liest sich aus diesem Changelog hier raus. Erstmal grundsätzlich ist noch da, ja, wenn wir hier quasi in die Documentation, in die Reference reingehen, kann man immer noch von einzelnen Tracks auf dieser Seite, kann ich euch hier unten verlinken, einfach die Track-ID eingeben. Und dann, wenn man hier auf Try It geht, dann sieht man hier unten den Popularity Index. Der ist nach wie vor vorhanden. Was hier steht aber jetzt schon veraltet sozusagen, ja, aber immer noch da. Was jetzt schon fehlt, ist die Preview-URL, also man hat nicht mehr dieses 30 Sekunden Snippet. Ein paar Services hatten das ja auf ihren Pages oben eingebunden. Wir haben das nie benutzt, aber das ist jetzt zum Beispiel schon verschwunden, also man kann nicht mehr dieses Audio sich hier rausziehen. Und hier steht ja auch schon veraltet. Und hier haben wir eben auch schon bei der Popularity veraltet. Und es ist im Endeffekt, ja, erstmal hier nochmal die Erklärung, was es genau ist und wofür es quasi da ist. Also eine interne Messung zwischen 0 und 100, die quasi die Popularity anzeigt und ja, vom Algorithmus basierend ist. Ja, macht ja auch Sinn. Also ich will jetzt gar nicht tiefer reingehen, was es ist. Die meisten wissen das von euch. Der Popularity Index, umso höher ist, desto besser. Und jetzt in diesem Beispiel sind wir bei 40 gerade. Hier war unser Kampagnenzeitraum und man sieht eben, dass der hier entsprechend dann auch gerade von sich aus ohne Kampagne jetzt gut am Arbeiten ist. Ja, also Popularity Index nach wie vor natürlich, ja, der wird auch immer im Backend von denen da sein, nur über die API wird, glaube ich, nicht mehr nach außen kommuniziert. So, was jetzt spannend ist, dass hier halt quasi so ein bisschen die Änderungen drinstehen, was quasi alles removed wird. Und hier steht unter anderem, dass sowohl bei Album als auch bei Artist als auch bei Track die Popularity entfernt wird. Ja, also dieser Value, der wird einfach entfernt. Hier haben sie nochmal was zurückgenommen. Aber grundsätzlich hier, sie wollen die Popularity entfernen. Und das ist dann auch spannend für Users. Also es ist ja noch nicht passiert, aber ich gehe davon aus, dass es bald passiert. Und bei Users wollen sie zum Beispiel auch die E-Mail entfernen. Ja? Das heißt, es kann gut sein, die ganzen Leute, die hier so auf Lifetime Presave und E-Mail-Capture-Basis unterwegs waren, dass die in Zukunft nicht mehr diese E-Mails abgreifen können. Für Marketingzwecke durftet ihr die ja so oder so noch nicht verwenden. Deswegen bieten wir das ja auch nicht an, sondern sagen, hey, macht das mit Upcoming Release oder einem Unlock-Gate von uns, wo ihr ganz bewusst E-Mail-Adressen für Marketingzwecke sammelt, eure E-Mail-Adressen aufbauen könnt, die Listen und nicht über Presaves, weil wir sehen das auch bei Leuten, die dann einfach Listen von anderen Tools bei uns importieren. Die Open- und Click-Rates sind wirklich unterirdisch schlecht, weil die Leute haben natürlich nie bewusst zugestimmt, von euch Werbung zu erhalten. Das ist nicht nur verboten, sondern dass einfach die Leute ja gar nicht damit rechnen und wenn ihr denen dann Werbung schickt, dann braucht ihr nicht davon ausgehen, dass die Leute da auch noch draufklicken. Ja? Das heißt, wenn ihr vorhabt, Newsletter aufzubauen oder generell Direct-to-Fan-Kommunikation zu machen, seid da ehrlich, holt euch die Erlaubnis. Wenn jemand einen Opt-out macht, schmeißt die Leute raus, sorgt wirklich dafür, dass da nur qualitativer Traffic drin ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon spannend zu sehen, dass Presave in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit keine E-Mail-Adressen mehr zurückgeben, die sowieso nie hätten verwendet werden dürfen und hier auch der Popularity Index jetzt schon quasi bei Removed steht. Noch ist aber man wird hier, und ich werde das im Developer Forum für euch weiter beobachten, vermutlich in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht die Nachricht bekommen, dass sie das rausnehmen und möglicherweise ergibt sich dann irgendwie ein neuer Indikator, vielleicht ersetzen sie das oder sie lassen es einfach weg und dann ist es noch wichtiger, auf andere Indizien zu gucken und auf andere Kennzahlen und APIs zu schauen, wie zum Beispiel hier mit unserer Save Rate in der Chrome Extension oder auch den Ad-Clicks von Songso, die ihr euch hier direkt anzeigen lassen könnt, wo ihr dann auch seht, okay, auch nach der Kampagne passiert hier noch was. Ja? Das heißt, wenn der Popularity Index wegfällt, muss man einfach nochmal auf andere Metriken, die man von außen easy einsehen kann, gucken und schauen, dass man da auf gute Werte kommt. So, das einmal zu diesem Update. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Checkt gerne die anderen Videos auf dem Kanal und wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns in der nächsten Folge.